Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es in dem Video eine Roomtour zu machen mit euch zusammen und ein Fazit zum Schluss nach 7500 Kilometern. Also bleibt schön dran. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Achso, bevor ich es vergesse. Ja, natürlich, wenn dir mein Video gefällt, hinterlasst mir gerne ein Abo und auch über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Jetzt geht's aber tatsächlich zum Intro. Hi, ich bin der Markus und ich will dir heute vorstellen unser Wohnmobil in Form einer Roomtour. Also, und das, achso, bevor ich es vergesse, das Video ist natürlich auch wieder unterteilt in mehrere Kapitel. Das heißt, ihr könnt dann dahin springen, wo es euch geradezu interessiert. Kommen wir nun zum ersten Kapitel. Kommen wir nun zu unserem ersten Kapitel. Das erste Kapitel wird heißen Eckdaten, aber die werde ich natürlich ablesen, weil die kann ich mir nicht alle merken. Ich bin nämlich auch schon etwas älter, ne? Wie das halt so ist. Und dann kommen wir auch gleich dazu. Ja, also wir haben ein Wohnmobil Canada Ahorn AE 2022er Modell mit einem 145 PS starken Dieselmotor. Das zulässige Gesamtgewicht ist bei 3,5 Tonnen. Wir haben 5 Sitzplätze und die Heizung ist eine Truma Kombi 4 Plus inklusive Truma CP Plus, also dieses Bedienpanel Plus. Ne? Also nicht hier. Ne, Panel kann man nicht sagen. Ja, doch, kann man sagen. Panel. Ja, dazu kommt ein Renault Chassis-Paket. Da drin ist enthalten Beifahrer-Airbag, Radio MP3, Bluetooth-Freisprechanlage, Lenkrad gesteuert, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Armlehnen, Tempomat, Hill Start Assist, also das heißt Berganfahrhilfe, Schmutzfänger vorne und eine Traktionskontrolle. Dann haben wir dazu noch eine Fahrerhaus-Klimaanlage. Eigentlich sollte die serienmäßig sein, aber naja gut, okay, manchmal muss man sowas auch mitbestellen. Ja, dann noch ein Designpaket. Das sind Chrom-Zierleisten innen und außen, Stoßstange in weiß, Fahrerhaus, Sitzbezüge in Wohnraumdesign, Kühlschrank groß mit separatem Gefrierfach. Ja, und dann mussten wir noch, oder beziehungsweise war automatisch mit dabei bei der Bestellung ein Isofix, was wir aber, naja, wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Ist auch nicht mitgeliefert worden. Haben wir aber auch als Gutschrift wieder zurückgehalten. Das ist nicht das Problem gewesen. Den haben wir als Zubehör dazu genommen. Eine Markise Thule Omnistore 4 Meter Polar White Deluxe Grey, was auch immer das heißen mag. Wobei Deluxe Grey ist, glaube ich, der Stoff und Polar White ist, glaube ich, die Außenhülle. Naja. Dann ein Markisen-Dichtband zur Seitenwand. Das sollte eigentlich dann auch, wenn ich eine Markise kaufe, sollte das auch dabei sein, eigentlich. Den Gasfilter Truma im Gaskasten, der ist wohl nicht serienmäßig mit dabei, den haben wir extra noch dabei bestellt, weil wir mitbekommen haben, dass manchmal das Gas in den Gastaschen etwas verunreinigt ist. Eine Rückfahrkamera haben wir mitbestellt, das sollte eigentlich auch serienmäßig sein, aber gut, die habe ich mitbestellt, ist auch in Ordnung. Ein Smart TV Paket. Und zwar dort drin ist enthalten der alten Smart TV inklusive LTE-Router. Es ist noch extra geschrieben, ohne SAT-Anlage. Ja, warum haben wir uns für ein Smart TV entschieden? Weil viele Sachen werden noch gestreamt heutzutage. Eine SAT-Anlage ist zwar schön, wenn man die hat, weil man dann keine Folgekosten hat, aber es heißt auch Gewicht und nicht wenig Gewicht. Wir reden hier fast über 20 Kilo. Dann haben wir noch das Luftfahrwerk Goldschmidt 2 Kreissystem inklusive Alu-Kompressor von Renault. Das haben wir gemacht, weil wir in Zukunft unser Wohnmobil auflasten wollen, damit wir nicht immer überlegen müssen, können wir noch was mitnehmen oder können wir nichts mehr mitnehmen, sind wir an der Grenze, sind wir schon drüber und so weiter und so fort. Das sind die Eckdaten, die ich euch geben kann erstmal. Und jetzt fangen wir an, uns zu bewegen. Und ich zeige euch die einzelnen Stationen. So, das ist die Dinette. Dinette, so nennt sich das halt. Nichts anderes wie ein Tisch. Der Tisch ist in jeder beliebigen Richtung verschiebbar, so dass auch
der hier drüben sitzt, gut an den Tisch dran kommt. Dieser Sitz wird natürlich nicht nur benötigt zum Sitzen bzw. zum Essen, wenn wir hier, wo wir essen. Nein, hier ist auch noch ein Gurt. Damit schnallt derjenige sich an. Der fährt halt denn rückwärts, weil schräg darf er nicht fahren, also seitlich, sondern er muss dann rückwärts fahren. Dann haben wir hier oben eine Kissen, da gibt es eine Standardkiste in der Farbe, so wie es hier. Das fanden wir aber nicht ganz so schön, deswegen haben wir uns ein eigenes Kissen bei Ikea gekauft, ohne Werbung zu machen. Weil das ein bisschen schöner fanden einfach. Hier oben drüber haben wir einen Schrank. Der Schrank ist ist noch nicht eingeräumt. Ist im Prinzip nichts drin. Wir werden wahrscheinlich noch ein Brettchen irgendwann reinmachen, damit man dort ein bisschen besser unterteilen kann. Ja, dann kommen wir zur anderen Seite. Hier haben wir eine L-Sitzgruppe. Ich schiebe meinen Tisch beiseite. Hier sind die zwei Sitze zum Fahren natürlich. Die fahren vorwärts, die beiden. Und die Anschnaller sind 3-Punkt-Gurte. Hier ist auch ein Isofix normal verbaut. Hatte ich ja eben schon bei der Einleitung gesagt, oder beziehungsweise bei den Eckdaten, dass wir das Isofix nicht mehr genommen haben. Einfach aus Gewichtsgründen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Sitz. Der kleine Sitz benutzen wir häufig, wenn wir hier drinnen essen sollten, falls es draußen nicht möglich ist, weil schlechtes Wetter einfach ist. Über dieser L-Sitzgruppe ist ein Schrank. Der Schrank müsste, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, schon eingeräumt sein teilweise. Ich gucke mal rein. Ne, ist tatsächlich noch nichts eingeräumt. Da habe ich den Router installiert. Für unser Smart TV und alles andere. Und hier ist der Schrank einmal unterteilt, so dass ich hier die Möglichkeit habe, halt auch ein bisschen geordneter Sachen abzulegen. Ja? Da oben habe ich noch ein bisschen Platz, um was hinzulegen. Und hier oben habe ich auch noch ein bisschen Platz, was hinzulegen. Jetzt habt ihr schon gesehen beim Schwenken der Alkoven. Der Alkoven hat da oben ein Brettchen. Man sieht es nur ganz schlecht, denke ich mal. Jetzt sieht man es etwas besser, ja. Auf dem Brettchen kann man natürlich sein Smartphone oder Wecker oder sonstiges hinlegen. Und da sind auch noch zwei Spots. Die zwei Spots haben einen USB-Anschluss, so dass ich, wenn ich mein Handy laden will, dort auch mein Handy laden kann. Und dann haben wir da drüben noch ein Fenster, ein kleines, damit ich da oben auch ein bisschen Luft reinbekomme. Das Alkovenbett ist 1,35 Meter breit und 2 Meter in der Länge. Andersrum, 2 Meter in der Breite und 1,35 Meter lang. Naja, man legt sich halt nicht so rein, man legt sich so rein. Ne? Also, ich denke mal, das ist jedem bewusst. Ja, das wäre dann Achso, nee, bin ich noch nicht fertig, die nette. Wie wir hier an dem Tisch sitzen. Ihr fragt euch sicherlich, mein Gott, wir sitzen hier mit 5 Personen an dem Tisch. Na, das ist ganz einfach. Dieser Fahrersitz hier vorne und der Beifahrersitz können gedreht werden, so dass wir dann jeweils hier einen am Tisch sitzen haben, dort einen, denn hier, wie eben schon erwähnt, auch einen Sitzer haben. Der nächste sitzt dann hier und da sitzt noch einer. Das heißt, mit 5 Personen können wir hier gut sitzen. Das war uns bei dem Kauf ganz wichtig gewesen, weil wir hatten uns Wohnmobile schon geliehen gehabt in der Vergangenheit. Dort war das dann halt so, dass dann hier 2 saßen, da 2 saßen, ja, und dann bist du zu 5 und wo sitzt der 5.? Guckte doof aus der Wäsche, konnte man in Etappen essen, fast so. Und das wollten wir definitiv nicht. Ja, jetzt stehen wir in der Küche. In der Küche haben wir natürlich, wie es sich gehört, einmal den Herd. Der Herd hat 3 Kochstellen. Hier haben wir noch so ein tolles Gadget uns machen lassen, so dass wir das festklemmen können, dass dann hier Zweifelsfall, wenn mal das Wohnmobil ein bisschen wackeln sollte, nicht gleich die Platte runterknallt und uns kaputt geht. Hier sehen wir noch ein bisschen Putzmittel, das haben wir gebraucht, weil wir das Wohnmobil wieder fertig gemacht haben. Dann haben wir hier eine kleine Ecke, wo man Geschirr, wenn man abgewaschen hat, hinstellen kann zum Trocknen. Das ist eine spezielle Matte, damit das Wasser aufgesaugt wird. Und dann haben wir hier das Waschbecken. Das Waschbecken ist, glaube ich, 45 x 45, irgendwie sowas. Ja, dann haben wir hier natürlich ein Fenster, wie es sich gehört, mit Jalousie und auch mit einem Fliegengitter.
Und hier oben drüber ist nochmal ein Schrank, wo wir unsere Vorräte verstauen. Man sieht, die Vorräte kommen sogar schon einem entgegengefallen. So gut haben wir die verstaut. Naja, okay. Dieser Halter hier, der war natürlich standardmäßig nicht dabei. Den haben wir uns auch, glaube ich, bei irgendeiner Campingmesse mal gekauft. So dass wir dann auch eine Küchenrolle dort aufhängen konnten. Was standardmäßig dabei ist, ist hier diese Leiste mit 2 Haken, wo man dann halt, so wie wir das jetzt gemacht haben, seine Geschirrtücher aufhängen kann oder auch seine Topflappen. Ja, dazu haben wir ein bisschen Deko gemacht. Das war meine Frau hauptsächlich. Und dann kommen wir jetzt zum unteren Bereich. Dort haben wir 2 Schubladen. Dort haben wir 2 Schubladen. Die eine Schublade, oh, ich muss da erstmal entsichern. Die eine Schublade ist halt das Besteck drin, wie denke ich mal bei jedem Camper. Und hier unten drin haben wir jetzt unser Besteck gelagert, beziehungsweise unser Geschirr gelagert, sodass das dann die schweren Sachen unten sind. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man ein Wohnmobil packt. Die schweren Sachen nach unten, die leichten Sachen eher nach oben. Und hier haben wir noch einen Schrank für Töpfe. Hier ist auch gleich noch mal der Hinweis, dass hier die Gaszufuhr ist. Und dort haben wir halt unsere Töpfe und Omnia und was nicht alles. Wer nicht weiß, was eine Omnia ist, das ist im Prinzip der Backofen für ein Gasherd. Ganz kurz und knackig gesagt. Auf der gegenüberliegenden Seite von der Küche ist der Kühlschrank. Der Kühlschrank hat ein Gefrierfach. Da ist sogar Eis drin bei uns zurzeit. Und ein Kühlschrank, der auch gefüllt ist zurzeit. Weil wir, wie gesagt, bald verreisen wollen. Hier oben in dem Bereich, also hier haben wir das Bedienpanel, wo wir dann halt das Licht ein- und ausschalten können. Dann können wir hier die Info, wie voll ist unser Wassertank, wie voll ist die Aufbaubatterie. Die Starterbatterie funktioniert zurzeit nicht, weil ich die abgeklemmt habe, weil ich einen Ladebooster eingebaut habe und dann darf das mit an den Panel nicht angeschlossen werden, wegen Kurzschlussgefahr. Hier kann ich auch mein Licht ein- und ausschalten draußen, wenn ich eins hätte. Ich habe noch keins, ich muss mir das noch nachrüsten. Ja, dann haben wir hier oben eine 12 Volt Steckdose da hinten mit SAT-Anschluss, der vorbereitet ist, und auch ein E-Amp, was auch 6 Ampere steht da, und nochmal so ein normaler Fernsehanschluss. Da haben wir hier unseren Fernseher, den 19 Zoll Fernseher. Ist vollkommen ausreichend für uns, weil wir sind ja nicht zum Verreisen, zum Fernseh gucken, sondern eher zum Sightseeing, Erholung und sonstigen. Ja, das war die Küche. Das Badezimmer bzw. die Toilette. Die Toilette ist abgetrennt mit so einer Jalousie. Die kann man aufziehen und dann gucken wir schon ins Badezimmer rein. Ich mache mal kurz das Licht an. Ja, die Toilette ist eine Standardtoilette von Thetford oder Thetford oder wie man das auch immer schimpfen mag. Dazu ist ein kleines Waschbecken für die tägliche Hygiene, um sich hier Zähne zu putzen, rasieren, etc. Dann haben wir hier auch ein Fenster zum Lüften, damit, falls mal jemand sein großes Geschäft, dass man auch mal ein bisschen frische Luft reinlassen kann. Hier haben wir so einen Handtuchhalter, wobei den benutzen wir seltenst, weil wenn man hier unten dran muss, dann muss man ständig die Handtücher wegmachen. Hier unten drin haben wir so Vorräte wie Toilettenpapier als Vorrat, dann Waschmittel und ja, sonstiges, ne? So, das Toilettenpapier ist natürlich richtig gut gemacht. Das kann man nämlich hier durchfädeln durch so den Schrank und dann haben sie hier die Möglichkeit, das Toilettenpapier abzureißen. Ja, dann gehen wir weiter, beziehungsweise nicht gehen wir weiter, sondern jetzt seht ihr mich im Spiegel. Das ist natürlich sehr lustig, denke ich mal. Hier oben drin haben wir unsere Beauty-Artikel. Das heißt, das ist ein Schrank, den kann ich aufmachen. Ich mache ihn jetzt so mal andeutungsweise auf. Ein Spiegel, dass man sich auch mal im Spiegel sehen kann, ob man noch einigermaßen gut aussieht, ne? So wie ich. Ja. Hier unten, ganz versteckt, ist ein
eine Steckdose, eine 230 Volt Steckdose. Die geht natürlich nur, wenn 230 Volt auch angeschlossen sind. Und was das Tolle ist, natürlich hier auch in dem Bad, wenn man mal nachts auf Toilette muss, kann man vorher, jetzt muss ich erst meine Schalter suchen, das Licht dimmen. Das heißt, wenn ich nachts auf Toilette muss, habe ich nicht gleich Spotlight hier à la Allianz Arena oder sowas. Neben der Toilette, beziehungsweise gegenüber von der Toilette, jetzt mache ich mal hier gerade die Tür zu, weil sonst sehen wir das nicht, ist einmal die Dusche. Die Dusche ist 75 x 75, wenn mich nicht alles täuscht, weil man hat genügend Platz da drin. Ich mache sie einmal ganz kurz auf, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Da unten liegen jetzt noch Handtücher drin. Da hat man ein Regal, das ist standardmäßig schon integriert für sein Duschzeug und sowas. Wir haben auch einen Abzieher reingemacht, weil wir sagen, okay, wenn jemand geduscht hat, kann er danach abziehen, um die Feuchtigkeit einfach schneller rauszubekommen. Direkt neben der Dusche hängt natürlich auch das Bedienpanel von der Heizung und auch die Dusche kann ich das ein Licht anmachen. Und auch, glaube ich, das Licht sogar kann ich dämmen, wenn ich wollte. Nee, das geht tatsächlich nicht zu dämmen. Ja. Dann kommen wir jetzt also zum hinteren Bereich. Das ist jetzt unser Schlafzimmer. Hier schläft meine Frau, hier schlafe ich. Hat den Hintergrund, weil das Bett ist 4 cm länger als das. Ist aber gar nicht tragisch, weil meine Frau ist nur 1,50 m und ich bin 1,70 m. Also selbst könnte ich auch da drüben schlafen. Alles gar kein Thema. Hier haben wir ein kleineres Fenster und auf meiner Seite haben wir ein relativ großes Fenster. Über den Betten ist hinten noch sind noch 2 Schränke für Klamotten und hier oben sieht man schön, da habe ich auch noch Möglichkeiten, Sachen hinzulegen. Und das gleiche habe ich natürlich bei meiner Frau auch auf der Seite. Da kann ich Sachen hinlegen. Was ist das Besondere hier an dem Schlafzimmer? Oh, jetzt habe ich mir ein bisschen wehgetan. Das Besondere an dem Schlafzimmer ist eigentlich das, dass ich hier, also original ist hier ein Lattenrost, den kann ich seitlich ausziehen. Und dann habe ich hier unten drin noch eine Matratze, so dass ich hier eine komplette Liegefläche draus machen kann. Wir haben das ein bisschen umgebaut vor letzte Woche ungefähr. Ich habe hier 2 Leisten angebracht, dort und dort eine Leiste, und habe Bretter gekauft, so dass ich dann jetzt die Bretter einlegen kann, weil wir hier ein Folie-System eingebaut haben und auf der Seite ist auch ein Folie-System eingebaut und das in der Mitte ist eigentlich nur ein Notbett. Da haben wir natürlich noch nichts eingebaut an Folie-System. Wie gesagt, es ist nur ein Notbett. Dann haben wir hier die Möglichkeit durchzugehen zur Garage. Das war uns natürlich auch wichtig, dass wenn wir mal irgendwo stehen und haben Vorräte wie Getränke oder sowas, dann werden die da unten drin gelagert. Dann haben wir unter meiner Seite, also beziehungsweise wo ich schlafe, ist noch ein Schrank. Dort haben wir uns so Ikea-Kisten gekauft, damit das etwas ordentlicher drin aussieht. Man hat auch die Möglichkeit, da ist eine Stange installiert, wo man seine Sachen aufhängen kann, wobei ich das sehr mickrig finde. Ja, wir benutzen sie nicht. Denn auf der anderen Seite, hier seht ihr die Matratze, die ich eben erwähnt hatte. Und hier unten drin ist auch die Heizung installiert. Das Fahrerhaus oder auch Führerhaus genannt. Ja, standardmäßig Sitz, Lenkrad, was alles dazugehört. Beifahrersitz mit Armlehne, so wie wir es auch bestellt haben. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit noch hier oben einfach, wo ich ein bisschen was reinmachen kann. Dann habe ich hier unten das Handschuhfach natürlich. Ich habe hier an der Seite in der Tür Möglichkeiten, was reinzumachen. Hier oben habe ich einen Getränkehalter noch drin. Dann habe ich hier das Standardradio von Renault. Das werde ich in Zukunft noch austauschen gegen ein Touch-Bedienpanel. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr so für Radios habt.
Ich bin noch auf der Suche. Ich liebäugle mit einem Pumpkin. Modell habe ich jetzt vergessen. Ist ein asiatisches Produkt, ist nicht ganz so teuer. Aber vielleicht gibt es ja auch was Vergleichbares Deutsches, was in einem Bereich ist, wo man sagt, okay, damit kann man gut leben. Dann habe ich hier unten den Tempomat, den ich ein- und ausschalten kann. Hier habe ich eine 12 Volt Steckdose, noch eine Ablagefläche für mich. Dann habe ich mir als Gadget hier erstmal so einen Halter geholt. Da habe ich mein Navi drauf, damit ich dann auch weiß, wo ich langfahren muss. Für das Navi werde ich auch noch mal ein gesondertes Video machen, weil ich habe nämlich eins gekauft, was ich total klasse finde, wo man die Fahrzeugdaten eingeben kann. Ich sag mal Breite, Länge, Höhe, Gewicht, so dass man nicht in irgendwelche Straßen reinfährt, wo man definitiv nicht durchkommt. Ja, hier oben seht ihr den Monitor. Der Monitor ist eigentlich nur für die Rückfahrkamera gedacht. Nicht nur eigentlich, sondern ist für die Rückfahrkamera gedacht. Die Rückfahrkamera steht als Sicherheitshinweis, soll nur benutzt werden, wenn man rückwärts fährt. Ich benutze sie aber auch, wenn ich vorwärts fahre, weil so kann ich dann sehen hinter mir, okay, bin ich am LKW dran vorbei und kann wieder rechts rüber reinfahren, oder bin ich nicht am LKW vorbei und muss noch ein bisschen weiter auf der mittleren oder linken Spur bleiben. Ja, dann haben wir hier oben noch für mich eine Ablagefläche, wo ich dann gleich meine Sonnenbrille reinpacken kann. Und ja, dann noch hier ist mein Getränkehalter und dann genau im Prinzip das gleiche, was meine Frau drüben hat, habe ich auch noch mal hier drüben mit dem Fensterheber und das, und ich kann hier noch mal die elektrischen Spiegel verstellen. Dann kann ich hier habe ich die Möglichkeit, die Traktionskontrolle auszuschalten, Start-Stopp-Automatik auszuschalten, umzuschalten auf Eco oder Normalbetrieb und Warnblinklicht und Fahrzeug verriegeln oder nicht verriegeln. Fazit zu dem Fahrzeug, was wir bestellt haben, zu der Ahorn Kanda AE. Wir sind sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, also ich kann nichts bemängeln an dem Fahrzeug. Wir hatten jetzt unsere erste Dichtigkeitsprüfung, da ist alles super gelaufen. Das Einzige, was der Fahrzeughändler gesagt hat, ich sollte doch bitte beim nächsten Mal, wenn ich zur Dichtigkeitsprüfung, die Schränke ein bisschen leer räumen, damit er auch vernünftig, also er konnte es schon vernünftig machen, aber damit er nicht die Arbeit hatte, das wegzuräumen. Okay, habe ich gesagt, wusste ich nicht, das ist die erste Dichtigkeitsprüfung. Naja, vom Fahrverhalten. Ich fahre ihn sehr gerne. Mit dem Luftfahrwerk ist es auch überhaupt gar kein Problem. Man hat nicht das Gefühl, dass man überladen ist oder sonstiges, sondern es macht einfach noch Spaß. Mit dem Luftfahrwerk. Ein bisschen mehr PS könnte er haben manchmal am Berg, aber das ist ja vertretbar. Mein Gott, da muss ich halt mal runterschalten. Ist also nicht tragisch, und ich habe ja kein Wohnmobil gekauft, um zu rasen, sondern ich habe ein Wohnmobil gekauft, um zu reisen. Ne? Und ja, ist man immer schön, wenn man schnell irgendwo an dem Ort ankommt, wo man hin will. Aber ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich sage, ich muss nicht mehr 130, 140 die ganze Zeit fahren, auch nicht mit dem Wohnmobil. Außerdem ist es auch sehr anstrengend, wenn man 130, 140 mit dem Wohnmobil fährt. Ich bin eher so der Kandidat so 100. Ne, Tempomat schön auf 100 eingestellt. Vor allen Dingen ist der Spritverbrauch dann auch einigermaßen in einem vernünftigen Bereich. Und man kommt trotzdem vorwärts, und man kommt auch locker an den LKWs dran vorbei, weil die fahren mich meistens so um die 90, 95. Ne? Und wenn ich mal an den LKW dran vorbeifahre, dann beschleunige ich mal kurz auf 110. Das geht auch sehr flockig. Und fahre dann daran vorbei und schere dann danach vor ihm ein. Ne? Und fahre dann auch noch ein paar Meter 110 rum, so dass er nicht gleich das Gefühl hat, dass ich ihn ausbremsen will. Vom Leben im Wohnmobil oder beziehungsweise vom Urlaub machen im Wohnmobil hier drin. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch gewesen wegen dieser L-Sitzgruppe, aber das hat sich wirklich gut als für gut erwiesen, dass wir den so gekauft haben. Ich möchte ihn nicht mehr missen, meine Frau will ihn nicht mehr missen, meine Kinder wollen auch nicht mehr missen, weil wir sind häufiger jetzt mal weg am Wochenende als vorher, weil wenn man überlegt, mit der Family in einem Hotel zu gehen, ist man auch gleich 400-500 Euro los, nur für die Übernachtung. Und wir waren jetzt letztes Wochenende in Köln gewesen, da habe ich 16 Euro für die Nacht bezahlt, inklusive allem drum und dran. Gut, 4 Euro Strom kam noch dazu,
weil wir ein bisschen Strom brauchten, weil wir noch nicht so autark stehen, wie ich es gerne hätte. Was in den nächsten Jahren noch umgebaut wird, ja, da muss halt auch das gewisse Kleingeld natürlich da sein. Und ja, ich hatte erst Bedenken mit auf Toilette gehen im Wohnmobil, also das kleine Geschäft habe ich schon gemacht und das große Geschäft dachte ich mir so, oh nee, das wegmachen, weiß nicht. Ist aber gar nicht so schlimm, durch die Chemikalien merkt man kaum was, man kann eine Maske aufziehen und man riecht es kaum noch. Ja? Da hatte ich Bedenken mit dem Duschen im Wohnmobil, weil ich schon gehört habe, es kann sein, dass die Duschtasse irgendwo bricht, aber auch das hat sich bis jetzt noch nicht bewahrheitet, zum Glück. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen was ausschäumen oder was drunter bauen, sodass das auch erst gar nicht passieren kann. Was ich definitiv umgebaut habe, ist die Elektrik, also die Hauptverteilung, sagen wir es mal so, von der Aufbaubatterie zu den Sekundärbereich, wo dann hier, sage ich mal, einzelne Lampen, weil dort war Handlungsbedarf, also nicht war Handlungsbedarf, also standardmäßig funktioniert alles, gar keine Frage. Es ist alles aufeinander irgendwo abgestimmt, vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern es ist aufeinander abgestimmt. Aber für mich war das nicht ausreichend, weil es war kein Ladebooster verbaut. Ich will während der Fahrt meine Batterie laden können. Und ich habe das jetzt so aufgebaut, dass es modular ist. Also wenn ich denn auf die Idee kommen sollte, noch eine Solaranlage aufs Dach zu machen, wobei die Idee ist schon da, nur die Sache ist das mit dem Gewicht. Ich werde erstmal einen Führerschein machen, den werde ich auch ab September machen. Nach dem Urlaub werde ich damit anfangen, so dass ich dann das Fahrzeug auf 4 Tonnen auflasten kann. Und dann wird auch wahrscheinlich irgendwann die Solaranlage oben auf unser Dach da kommen, ne? Damit wir noch ein bisschen mehr autark stehen können. Das war die Roomtour mit meinem Fazit. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like und auch ein Abo. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und ich freue mich schon darauf, euch mal irgendwann auch persönlich zu treffen, meine lieben Abonnenten.